Hallo liebe Hausbauhelden, ein Bungalow, ein Tiny House, ein Mehrgenerationenhaus mit Einliegerwohnung oder ein Raumwunderhaus für kleine Grundstücke. Kann man das alles in einem Musterhaus zeigen? Man kann. Wir sind heute im neuen Musterhaus Estenfeld bei Würzburg von Schwörerhaus. Und dieses Haus zeigt nicht nur ganz viele Konzepte in einem, bietet viel Flexibilität für alle Lebenslagen, sondern es gibt auch ein stimmiges und cleveres Einrichtungskonzept. Also bleibt dran und kommt mit. Ein Hauptbaukörper, der mit 9,91 Meter mal 7,50 Meter auch für schmale, kleinere Grundstücke geeignet ist. Mit diesem Anbau sind es dann 9,91 Meter mal 10,91 Meter plus eine Garage im Eingangsbereich, die auch vom Haushersteller kommt und die wir uns natürlich nachher vorne auch anschauen werden. Dieser Teil mit den zwei Geschossen hat oben einen Kniestock von 1,85 Meter. Obendrauf sitzt ein 30 Grad geneigtes Satteldach. Ihr seht schon, da ist eine Photovoltaikanlage drauf mit 5,7 Kilowatt Peak Leistung. Es gibt natürlich innen auch einen Batteriespeicher und eine Wallbox fürs Auto zum Aufladen. Und ihr seht auch schon, es gibt ein Konzept mit Dachflächenfenstern. Dafür sind keine Fenster in diesem seitlichen Kniestock drin. Was das für die Innenbelichtung bringt und warum man das so gemacht hat, erzähle ich euch nachher, wenn wir im Obergeschoss unterwegs sind. Jetzt sehen wir gerade hier hinter mir diesen Anbau, der springt hier 1,6 Meter vor. Das ist schon sehr, sehr schön für diese Terrasse, weil es einfach schon so ein bisschen diese geschützte Winkelsituation gibt. Und ihr seht schon, hier haben wir was Besonderes an der Fassade. Es ist ein Klinkerstein, das sind so ganz schmale Klinker, die schon im Werk mit aufgebracht werden können. Das heißt, dieses ganze Element kommt wie alle anderen Teile auch mit komplett fertiger Fassade auf die Baustelle. Von den Farbtönen haben wir hier jetzt keine weiße Putzfassade, sondern es ist so ein leicht abgetönter Ton, Crèche nennt sich das. Fensterelemente sind dann mit einem helleren Ton nochmal verbunden. Wenn ihr die Farbnummern von dieser Fassade, von dem Klinker wissen wollt, schreibt es mir unten die Kommentare, dann gebe ich euch dazu nochmal eine Info. Die Fenster sind Kunststofffenster, die sind weiß innen und außen. Und vielleicht noch ein Wort, dieses Anbauelement wäre auch denkbar als separates Flying Space. Der Hersteller bietet auch so Modulhäuser an, die also als Ganzes auf die Baustelle kommen. Kann also in dem Fall auch weggelassen werden. Das Haus funktioniert auch ohne diesen Anbau. Aber wenn der dran ist, kann man eben sehr gut dieses ganze Erdgeschoss auch als Bungalow nutzen. Zu diesen verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten sage ich euch dann drinnen immer an der jeweiligen Stelle noch mal was, wenn wir durchlaufen. Jetzt laufen wir erstmal vorne rum und schauen uns von außen an, was es im Eingangsbereich noch zu sehen gibt. Wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir, dass die Außenanlagen noch nicht ganz fertig sind. Hier kommt ein Rasen hin, aber ganz wichtig, die Außenanlagen sind als Teil des Innenraum-Wohnkonzeptes mitgedacht. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Ihr seht hier so eine winkelförmige Sitzbank mit einer Pergola drauf. Diese Betonelemente hat übrigens auch der Haushersteller gemacht. Die können bepflanzt werden, bewachsen werden. Hier seht ihr das Pendant dazu, nämlich das Rucksackfenster oder Sitzfenster, was von innen dann eben nachher auch den Blick auf diese Außenanlage hier bietet. Das ist jetzt so ein rausspringendes Element. Das springt hier 27 Zentimeter raus, hat dann oben natürlich eine Verblechung. Das ist jetzt bautechnisch die etwas aufwendigere Lösung. Ihr habt ja manchmal auch Sitzfenster, die mit so einer Festverglasung gelöst sind. An der Stelle macht das Sinn. Wir werden es von innen sehen. Wir haben ja das Raumwunder-Konzept. Das heißt, hier wird wirklich jedes bisschen Platz innen auch ausgenutzt. Insgesamt haben wir hier jetzt 142 Quadratmeter Wohnfläche und was da alles untergebracht ist an unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten und Konzepten, ist wirklich ganz beachtlich. Das werden wir dann drinnen gleich sehen. Jetzt sind wir schon auf der Eingangsseite und auch hier gibt es das Thema Außenräume mitgedacht. Es gibt diesen Carport, der gleichzeitig die Eingangsüberdachung ist. Das sind etwa 5 mal 5 Meter. Hier ist also wirklich Platz, auch mal noch ein kleines Auto reinzufahren. Dahinter ist die Garage, auch die vom Haus
Haushersteller mitgeliefert in Holzverbund- oder Holzständerkonstruktion. Somit lässt sich das also auch nahtlos wunderbar anschließen an das Tiny House Modul bzw. auch an das Haupthaus. Vom Farbkonzept sind hier auch die ganzen Holzteile, die Dachuntersichten und was hier im Außenbereich zu sehen ist, in diesem Gräschton gehalten. Wie gesagt, Farbnummern sage ich euch gerne auf Anfrage. Und was ich hier auch noch ganz schön finde, ist, dass da mal so ein Unterputzbriefkasten hier vorne eingebaut ist. Das gibt einfach auch noch ein schönes, klares Bild im Innenbereich. Und hier sehen wir jetzt schon einen Vorgeschmack auf das Farbkonzept. Es gibt nämlich in der Region Würzburg Rot- und Terrakotta-Töne. Und das können wir an dieser wunderschönen Haustür schon sehen. Und jetzt schauen wir mal, wie es dahinter weitergeht. Hat 16,6 Quadratmeter und eine lichte Raumhöhe hier im vorderen Bereich von 2,56 Meter. Das ist tatsächlich die Standardhöhe bei diesem Hersteller ohne Geschosserhöhung. Und hier im vorderen Bereich mit der abgehängten Decke sind es dann 2,32 Meter. Das hat was mit der Haustechnik zu tun, mit der Frischluftheizung, die hier eingebaut ist. Wir haben hier keine Fußbodenheizung. Das erkläre ich euch gleich im Technikraum nochmal. Und Fußboden ist das richtige Stichwort. Wir haben hier einen sehr besonderen Bodenbelag drin. Das ist ein Designboden, sieht aus wie Buche, Parkett, Landhausdiele. Es ist aber ohne irgendwelche Schadstoffe oder Weichmacher. Also Grundlage ist Kork, Holz und Kautschuk. Und dann gibt es da eine obere Nutzschicht mit so einem UV-gehärteten keramischen Belag. Das fühlt sich wirklich sehr, sehr gut abwaschbar und rutschfest an. Und der Vorteil ist, dass man das überall durchziehen kann ohne Bewegungsfugen. Der wird also fest verklebt auf dem Boden. Das heißt, man kann den auch in Bädern und Küchen verlegen. Der ist absolut robust. Und ihr seht, dass man zum Beispiel jetzt hier, wenn man da eine Tür hat ins Gästebad, nirgendwo so Dehnfugen oder so Übergangsschienen hat. Jetzt sind wir hier schon drin. Das ist hier im vorderen Bereich jetzt tatsächlich nur das Gäste-WC. Das sind 2,2 Quadratmeter. Das reicht auch vollkommen aus. Wir haben hier eine hohe Brüstung und das Bad ist gemacht mit Mineralguss statt mit Fliesen. Das ist so ein weißes Material, das eben hier abwaschbar ist und fugenlos funktioniert, was sehr schön ist. Gleich mit dieser Nische und dem hinterleuchteten Spiegel. Ihr seht auch schon, diese Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in Bädern und Küchen wird abgesaugt. Die Wärme wird zurückgewonnen und über diese Lüftungsanlage wird in dem Haus auch geheizt. Zum Farbkonzept sage ich euch auch noch mal was, wenn wir in den Wohnraum kommen. Ihr seht es hier ganz gut, der Mineralguss ist weiß. Die Wände sind hier mit Raufaser belegt und es ist so leicht abgetönt. Auch diese Farbtöne und Farbnummern sage ich euch gerne nochmal. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wissen wollt. Wir schauen jetzt gerade noch schnell hier um die Ecke. Da gibt es nämlich eine Einbaugarderobe, was ich sehr praktisch finde, weil man eben immer alles aufgeräumt und weggeräumt hat. Hier seht ihr auch schon im Hintergrund ein Bild von Würzburg, wo man ganz gut sehen kann, dass diese Ocker-, Gelb- und Rottöne in der Innenstadt, in der Altstadt dominieren. Und diese Farben finden wir jetzt auch gleich hier im Wohnbereich. Dieser ganze Einbau ist übrigens auch aus der Designschreinerei des Hausherstellers. Das heißt, ihr bekommt es aus einer Hand und wenn ihr es mitordert, auch schon eingebaut, wenn ihr einzieht. Diese Klappe hier nach oben finde ich persönlich sehr praktisch, weil man da viel unterkriegt. Nur ich darf sie nicht loslassen, weil dann kriege ich sie nicht mehr zu. Denkt sowas einfach mit, wenn ihr euer Haus einrichtet. Hier unten sind dann Schubladen, die auch nochmal richtig viel Platz bieten mit so einer Soft-Close-Funktion, einer Sitzbank. Also wirklich ein Eingangsbereich, wo man gut ankommen kann. Und jetzt laufen wir mal weiter in den Wohn-Ess-Kochbereich. Der
dieser L-förmig angelegte Wohn-Ess-Kochbereich sind insgesamt tatsächlich nur 35 Quadratmeter und diese Kochnische kann man jetzt hier auch noch mal zur Diele abtrennen, was wirklich auch sehr, sehr schön ist. Die Schiebetür ist hier 1 Meter breit, ist raumhoch, auch aus der Designschreinerei des Hausherstellers, nur mit der Führungsschiene in der Decke und auch das bringt wahnsinnig viel Großzügigkeit. Diese raumhohe Tür, wo man dann eben auch hier unten im Boden weder eine Führungsschiene hat, noch diese Übergangsschiene zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen. Also auch dieser durchgehende Belag trägt sehr, sehr zum großzügigen Raumeindruck in einem relativ kleinen Haus bei. Die Küche insgesamt, diese Nische, ist jetzt nur 2,85 Meter etwa breit. Das ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber man kriegt hier schon einiges unter. Dieser Tresen ist jetzt etwa 1,88 mal 87 Zentimeter. Den könnte man sicherlich noch ein bisschen breiter machen. Der ist jetzt schon von beiden Seiten nutzbar, aber dann würde man noch ein bisschen Stauraum gewinnen. Hier vorne kann man also beispielsweise Geschirr unterbringen, alles, was man eben dann zum Tisch schnell braucht. Und hier hinten sind dann Schubladen, die auch wirklich alle gut zu benutzen sind, die hier jetzt zur Küche hin aufgehen. Von den Farben passt sich das jetzt hier an dieses leicht abgetönte Konzept. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr dies erkennen könnt. Wände und Decken sind hier in diesem leicht abgetönten Gräschton gestrichen. Auch das gibt dem Raum übrigens ein einheitliches Bild und lässt ihn größer wirken. Ich wollte nicht glauben, dass hier keine Geschosserhöhung vorgenommen worden ist. Und ihr seht jetzt hier dieser Einbaukühlschrank, die Fronten, das nennt sich Sandgrau matt. Hier ist das Orientrot matt, beides übrigens mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, was bei diesen matten Oberflächen sehr angenehm ist, auch wenn man mal mit fettigen Fingern da dran passt. Ganz wichtig, dass man eben hier auch schon die Beleuchtung hat für die Arbeitsfläche. Hier ist eine Umlufthaube eingebaut. Das heißt natürlich an der Stelle, dass dann hier die Technik dahinter ist, also da der Stauraum wegfällt. Aber ihr habt ja hier oben auch die Abluft von der kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. In der Küche wird abgesaugt und insgesamt ist es bei dem System so, dass alle 2 Stunden die komplette Luft im Haus einmal ausgetauscht wird. Das heißt, Frischluft habt ihr hier sowieso immer drin. Die Anlage ist 4-stufig regelbar. Das heißt, ihr könnt es auch so einstellen, wie ihr es braucht. Im Sommer gibt es auch einen Sommerbypass natürlich. Aber wie gesagt, wir gucken am Ende auch noch mal in den Technikraum. Hier gibt es dann ein Fenster, das ist wieder die klassische Stelle, wo man dann eigentlich nur kippen kann, wegen diesem wunderschönen kochend heiß und Sprudelwasserhahn, der hier eingebaut ist. Was natürlich sehr, sehr schön ist, dass man hier die Arbeitsplattenhöhe angepasst hat an die Brüstungshöhe. Dadurch habe ich hier eine 95 cm hohe Arbeitsplatte, was ich persönlich ergonomisch sehr angenehm finde. Sowas müsst ihr bei der Haus- und Küchenplanung auch gleich bedenken, wenn ihr das haben wollt, dass das hier in einem durchläuft. Praktisch für so eine kleine Küche ist natürlich, dass das hier auch komplett mit dieser Multifunktionsrückwand gelöst ist, mit dieser Schiene drin, wo man verschiedene Sachen einhängen kann. Man kann das dann auch hin und her schieben, sei es jetzt hier für die Küchenrolle oder einen Kochbuchhalter oder verschiedene Haken. Und auch das ist dann hier weitergezogen, was ich tatsächlich ganz praktisch finde. Ihr seht hier oben den Unterzug, der das Ganze jetzt hier abtrennt und dann kommen wir auch schon weiter in den Essbereich. In so einem etwas kleineren Haus macht natürlich so ein nach außen springendes Sitzfenster oder Rucksackfenster auch als Essplatzbestuhlung dann tatsächlich Sinn, weil es eben einfach auch platzsparend ist. An der Stelle haben wir jetzt Maße von 1,40 mal 2,38. Die Sitztiefe von diesem Polster sind 77 cm. Das heißt, da kann man sich auch mal hinlegen, da kann man sich hinfläzen. Darunter sind auch noch mal Boxen, die Stauraum bieten. Auch das alles von der Möbelschreinerei. Klar, wenn der Tisch da steht, kommt man da natürlich nicht so gut dran.
Und man könnte sich natürlich auch vorstellen, das höher zu machen, weil wir natürlich jetzt hier einen relativ hohen Sturz haben. Ansonsten sind die Fensterelemente hier 2,15 Meter hoch. Hier ist es etwas weniger. Diese Wandnische, wie gesagt, durch das Fenster eben draußen 27 cm auskragt, sind dann hier an der Stelle noch 37 cm. Das war auch der erwähnte Ausblick nach draußen. Wenn das dann begrünt ist und man guckt da in diese Pergola, in diese Sitzecke rein, stelle ich mir das sehr, sehr schön vor, weil der Blick dann eben auch gerahmt wird, man nicht so auf die Straße guckt und die Leute auch nicht so reingucken. Wir sehen jetzt, dass es an der Stelle auch verdunkelbar ist mit einer Lamellenjalousie. Das ist hier alles elektrisch und mit den eingebauten Wandschaltern ganz einfach zu bedienen. Natürlich gibt es auch alle möglichen Smart Home Systeme, funkbasiert, kabelbasiert, wenn man das haben möchte. Das Schöne an diesen Lamellenjalousien ist, dass man sie dann eben auch runterfahren und so aufstellen kann. Das heißt, man sieht trotzdem von innen nach außen, hat aber von außen keinen so guten Einblick und natürlich auch einen Sonnenschutz. Hier ist jetzt die große Hebeschiebetür auf die Terrasse raus. Das macht an der Stelle total Sinn. Nicht alle Fenster müssen Hebeschiebetüren sein. Das ist auch ein Kostenfaktor. An der Stelle ist das jetzt 2,15 hoch. Dieser Öffnungsflügel ist 1,15 breit. Da kommt man also wirklich sehr gut raus auf die Terrasse. Auch dann hier schon eine flache Schwelle, die keine Stolperstufe ist. Und nebenan im Wohnbereich seht ihr jetzt, gibt es da eine Festverglasung. Die ist 1,60 mal 2,15. Ich mache euch mal den Vorhang so ein bisschen weg. Also da braucht man jetzt auch nicht unbedingt die Austrittsmöglichkeit. Was ich ganz interessant finde, man sieht jetzt hier in der Decke wieder die Luftzulässe. Da braucht man natürlich ein kleines bisschen mehr, als wenn man eine reine Lüftungsanlage hat, weil darüber ja auch geheizt wird. Und es ist eben so, dass in diesen Auslässen auch noch mal so kleine keramische Nachheizelemente sitzen. Das heißt, ihr könnt wirklich für jeden Raum genau an der Stelle, wo ihr die Temperatur braucht, dann auch entsprechend heizen. Und das ist wirklich eigentlich eine sehr effiziente Lösung. Was ich ganz spannend finde, ist die Kurve, die hier die Einbauleuchten in der Decke ergeben. Das ist eine Sache, das kann man natürlich machen. Hier ist ja auch das ganze Einrichtungskonzept so ein bisschen auf Rundungen. Aber auch das ist nicht einfach. Ihr müsst euch nämlich vorher überlegen, an welcher Stelle brauche ich Licht und wo will ich es wirklich haben. Lichtauslächer, Steckdosen ist hier im Standard überall schon in jeder Ecke eine Doppelsteckdose. In der Küche habe ich 8 Steckdosen gezählt. Passt also alles. Was ihr jetzt hier noch seht, ist der Raum unter der Treppe. Das ist nochmal ein Abstellraum, natürlich auch ganz wichtig, um Staubsauger, Putzzeug und Ähnliches verschwinden zu lassen. Macht also Sinn, hier eine geschlossene Treppe zu wählen, auch eine geschlossene Treppe, die nicht direkt neben der Haustür beginnt. Obwohl es eine Platzspartreppe ist, hat man es hier geschafft, die Treppe von der Haustür wegzulegen. Und das finde ich eine planerisch sehr gute Sache, weil es da keine Kollisionen mit Türen gibt. Und auch für ein kleines Haus sollte man sich da wirklich Gedanken machen. Bevor wir jetzt aber über diese Treppe nach oben gehen, schauen wir erstmal hier rum in den Flying Space bzw. Anbaubereich, der es ermöglichen würde, dass man dieses Erdgeschoss auch alleine nutzt, beziehungsweise dass dieses Haus auch als Bungalow nutzbar wäre. Und wie es da weitergeht, hinter der Tür schauen wir uns jetzt an. Jetzt in den eingeschossigen Anbau im Erdgeschoss, der 3,95 Meter mal 10,91 Meter hat und hier im Erdgeschoss zusätzlich 31 Quadratmeter Wohnfläche bringt. Wenn man diesen Anbau hat, könnte man das Haus auch ohne Obergeschoss bauen. Dann wäre das ein Bungalow mit einer Fläche von etwa 81 Quadratmetern für ein älteres Paar, also perfekt. In diesem Fall ist es der Elternbereich und dann hat man im Obergeschoss 3 gleichwertige Kinderzimmer, die wir uns natürlich nachher auch noch anschauen. Klar ist, das Ganze könnte auch eine separate Einliegerwohnung sein für die Großeltern oder auch eine Pflegekraft.
Sehr schön ist, dass jetzt hier alles mit Einbaumöbeln vom Hersteller passgenau eingebaut ist. Wir kommen jetzt hier in eine kleine vorgelagerte Ankleide, die hat etwa 10,3 Quadratmeter und hier ist wirklich sehr, sehr viel untergebracht. Wir haben jetzt hier fast 3 laufende Meter Einbauschrank, wo man also wirklich eine ganze Menge unterbringt. Dann geht es hier rein in den Ankleidebereich. Man hat auf jeder Seite die 60 cm Tiefe, sodass man hier Bügel auch quer hängen kann. Und hinter mir sehr schön auch noch mal so ein kleines Sitzfenster. Das ist jetzt 1,10 Meter mal 1,40 Meter. Hier unten drunter ist auch noch mal Stauraum, sodass der Platz hier also wirklich sehr, sehr gut ausgenutzt ist. Und ich finde, das ist ein sehr gemütliches Örtchen, auch wenn man jetzt vielleicht ein Sitzfenster in der Ankleide nicht unbedingt braucht. Hier weiter geht es dann in den Schlafbereich, den Elternbereich. Das sind jetzt 15,3 Quadratmeter. Hier müsst ihr jetzt mal reinkommen, damit ihr seht, was man mit dieser Schiebetür alles anstellen kann. Die ist natürlich auch raumhoch hier integriert. Wenn man die dann zuschiebt, hat man dahinter nochmal ein beleuchtetes Regal, das dann im offenen Zustand verdeckt ist. Hier dann gleich nochmal Einbauschränke, wo man eben die ganzen Unterlagen für diesen kleinen Schreibtisch oder Schminktisch unterbringt, was ich sehr schön finde. Und an der Stelle macht das Sitzfenster aus meiner Sicht schon Sinn. Da ist es dann 1,90 mal 1,10, auch wieder mit der eingelassenen Leseleiste. Ich kann mir das wirklich sehr schön vorstellen, hier abends zu sitzen oder auch, wenn man im Bett liegt, eben rauszugucken. Ansonsten gibt es hier auch noch mal die zweiflügelig zu öffnende Tür draußen auf die Terrasse. Und natürlich jetzt in dem Fall hier keine Lichtauslässe rechts und links vom Bett, dafür aber auf jeder Seite 2 Steckdosen, sodass man sich natürlich auch hier nochmal was mit Licht überlegen kann. Solche Sachen müsst ihr wirklich bei der Bemusterung bedenken. Und natürlich gibt es jetzt in diesem Bereich auch noch ein sehr besonderes Bad, was wir uns jetzt noch anschauen. Das Bad ist jetzt hier am anderen Ende dieses Anbaubereichs, lässt sich natürlich auch über eine raumhohe Schiebetür abtrennen. Hier haben wir insgesamt 5,5 Quadratmeter und jetzt dadurch, dass hier die abgehängte Decke ist, eine Raumhöhe von 2,34 Meter. Mit diesem Boden in Holzoptik und diesen Cappuccino-Tönen, die hier zum Einsatz kommen, finde ich, wirkt es wirklich sehr, sehr gemütlich. Es ist ein ganz, ganz besonderer Raum. Das liegt natürlich auch an dieser expressiven Fliese. Die hat ein ganz besonderes Format, 35 mal 1 Meter. Erinnert mich vom Muster so an das typische Stoffmuster eines berühmten Modelabels. Und dann passt auch dieser tropfenförmige hinterleuchtete Spiegel hier sehr gut rein. Und wir haben auch bei der Sanitärkeramik hier mal was Besonderes. Die Farbe nennt sich Mandel. Dann ist da so ein leichter Glimmereffekt drin, so ein bisschen perlmuttartig. Auch das WC ist so gehalten. Und hier unten drunter haben wir jetzt einen Grünton, der da sehr gut reinpasst. Ich persönlich würde mir das überlegen mit diesen Hängeschränken. Wenn man sich da mal zum Spiegel vorbeugt, geht einem immer die Schublade auf. Das ist übrigens auch hinterleuchtet, wenn es aufgeht, was ich sehr schön finde. Ihr müsst euch das nur an den Stellen einfach überlegen. Ansonsten haben wir hier auch keine Fliesen an der Wand, sondern ja dieses Mineralgussmaterial. Keroc ist das in einem Ton Sandstein. Das harmoniert hier sehr gut, vor allen Dingen in der großen Dusche mit dieser ganz flachen Duschtasse. Die ist 1 Meter mal 1,80, also wirklich ein Paradies. Auch gleich schon mit dieser Wandnische, wo man Dinge abstellen kann. Und was ihr hier jetzt an der Decke nochmal seht, ist so ein Strahlungselement, so ein Heizelement. Ihr habt ja hier die Lüftungsheizung, da gibt es auch eine Einzelraumsteuerung. Es funktioniert schon, aber das geht natürlich schneller. Wenn man jetzt mal nass aus der Dusche kommt, kann das sehr angenehm sein, hier einfach die Strahlungswärme zu haben. Und jetzt gehen wir mal nach oben und schauen uns den Kinderbereich an.
ist das platzsparendste, was man machen kann. Eine halbgewendelte Treppe ohne Zwischenpodest. Das Material ist hier Buche-Keil gezinkt, mit Klarlack lackiert. Die Wange und die Setzstufen sind weiß. Das ist eben auch sehr praktisch, wenn man jetzt beim Putzen dann eben hier nicht an die Raufasertapete kommt mit der Wange. Und das Ganze ist sehr schön mit natürlichem Licht versorgt durch ein Dachflächenfenster und diese feststehende Verglasung, wo man jetzt auf das extensiv begrünte Flachdach von dem Anbau guckt. In dem Fall lohnt sich das natürlich auch, ein begrüntes Flachdach auf dem Anbau zu machen, wenn man ihn denn hat. Denn dieses Haus funktioniert natürlich auch ohne den Anbau. Hier oben sind wir jetzt auf dem Flur, der ist mit 5,3 Quadratmetern genau so, dass kein Platz verschwendet wird, aber alle 4 bzw. 5 Türen hier Platz haben. Lichte Raumhöhe sind dann hier oben noch knapp 2,50 Meter und was ich eine ganz schöne Sache finde, also abgesehen davon, dass jetzt hier nochmal die Bodenluke ist, dass man jetzt hier nochmal so einen kleinen Raum abgetrennt hat, auch wieder mit einer raumhohen Schiebetür als Familienankleide. Hier sind dann auf beiden Seiten wieder Einbauschränke drin, auch diese Schiebetür vom Haushersteller. Der Raum profitiert natürlich total von diesem Dachflächenfenster, das in dem Fall auch so eine Hitzeschutzmarkise hat, die man da runterlassen kann. Ist natürlich wichtig, dass einem die Sachen nicht ausbleichen, wenn man das hier offen lässt, beziehungsweise dass nicht zu viel Wärme reinkommt im Sommer. Und es ist einfach mal eine Idee zu zeigen, es kann auch eine Familienankleide geben, wo dann die Wäsche eben einfach einmal zentral hergebracht wird und verteilt wird und die alle nutzen können. Insgesamt wird es wahrscheinlich nicht reichen, zumal hier oben ja 3 mögliche Schlafzimmer sind, wären dann 3 Kinderzimmer, wenn man den Anbau unten hat, oder in diesem Fall ist hier auch noch mal ein Büro untergebracht. Man sieht, dass die Räume jetzt alle nicht wahnsinnig groß sind, aber sie sind absolut gleich geschnitten. Also wir haben jetzt hier ein Büro mit 11,5 Quadratmetern. Auch hier nochmal das Dachflächenfenster drin. Gegenüber ist dann ein Kinderzimmer eingerichtet. Auch das mit 11,6 Quadratmetern und Dachflächenfenster ausgeschattet. Hier sieht man jetzt dieser hohe Kniestock, im Rohbau 1,85. Hier drin sind es dann noch etwa 1,75. Macht die Räume sehr gut nutzbar, auch wenn sie von der Fläche natürlich jetzt relativ klein sind. Dieses Dachflächenfenster bringt eben sehr, sehr viel Tageslicht von oben rein. Natürlich könnte man bei so einem hohen Kniestock sich auch überlegen, hier solche liegenden Fensterbänder im Kniestock zu haben. Für Kinder ist das auch sehr schön, weil die natürlich noch kleiner sind und dann da rausgucken können. Aber wenn man jetzt da keine so schöne Aussicht hat, bringt man durch dieses Dachflächenfenster wesentlich mehr Tageslicht rein. Eine Belichtung über Eck ist natürlich auch immer sehr, sehr günstig. Und wenn das hier ein Kinderzimmer ist, bringt man natürlich auch hier locker noch einen Schrank unter. Nebenan schauen wir jetzt in das nächste Zimmer. In diesem Fall ist es jetzt tatsächlich als Elternschlafzimmer eingerichtet, weil das Haus ja auch nutzbar sein soll oder zeigbar sein soll, wenn man jetzt diesen Anbau unten nicht hat. Da sieht man natürlich, dass dann mit 11,6 Quadratmetern und hier jetzt ohne Dachflächenfenster das wirklich ein reines Schlafzimmer ist, wo man dann auch jetzt ansonsten nicht mehr viel an Schrank unterbringen kann. Auch hier natürlich sehr gut mit diesem hohen Kniestock, dass man das alles sehr, sehr gut mobilieren und nutzen kann. Und jetzt schauen wir uns noch nebendran das große und ebenfalls quadratisch geschnittene Familienbad an. Hersteller ist übrigens Teppichboden im Obergeschoss im Standard, was wirklich sehr wohnlich und auch vom Schallschutz und von der Fußwarmheit her sehr angenehm ist. Die Türen sind übrigens Standardtüren. Das ist eine CPL-Tür mit so einem weißen, leicht geriffelten Profil. Finde ich auch ganz interessant. Ist neu, habe ich noch nicht gesehen so. Und das Bad hat jetzt 11 Quadratmeter, weil hier für diese L-Wand, für die Dusche, ein bisschen Platz
verloren geht. Schön finde ich es, dass wenn man reinkommt, man hier gleich einen hinterleuchteten Spiegel hat, dann wirkt es nämlich auch nicht eng. Und hier hat man jetzt auf dem Boden wieder diesen Designboden in Eiche bzw. Buche Optik Landhausstile mit dieser keramischen Oberflächenbeschichtung, der wirklich absolut wasserunempfindlich ist. Das bringt auch in dieses Bad, finde ich, sehr viel Wohnlichkeit. Hier haben wir jetzt wieder ganz viele Besonderheiten, Einbauelemente des Hausherstellers. Der Spritzschutz an der Wand ist hier wieder mit Mineralguss und nicht mit Fliesen gemacht. Hier seht ihr jetzt mal so ein Wandheizelement, da könnte man jetzt auch noch eine Stange machen als Handtuchwärmer. Das kommt jetzt eben hier auch zusätzlich rein wegen der Lüftungsheizung. Dann haben wir hier eine Badewanne, die sehr schön eingebaut ist. Es gibt hier gleich einen Stauraum und auch einen Schrank hier unten mit so einem Wäschekorb, mit so einem Wäschesortiersystem, was ich auf jeden Fall im Bad auch sehr, sehr praktisch finde. Dann haben wir da hinten in der Ecke das WC. Auch hier ist wieder alles mit Mineralguss ausgekleidet. Durch den hohen Kniestock hat man hier wirklich überhaupt keine Probleme mit Kopfstoßen. Und hier vor dieser L-Wand ist dann Platz für den Waschtisch. Hier ist dieser Waschtisch jetzt 71 cm hoch. Das kommt mir relativ niedrig vor. Man hat mir gesagt, wenn man diese Aufsatzwaschbecken hat, klar ist dieser Tisch niedriger. Macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, in welcher Höhe man das hängen haben will. Auch hier jetzt sehr schön diese Einbauschranklösung mit der Wandnische. Da sind dann auch auf jeder Seite 2 Steckdosen drin, sodass man die nicht hier hat, sondern da oben im Schrank. Das ist also auch absolut spritzwassergeschützt. Man kann alle 3 Bereiche aufmachen. Sehr schick ist es hier mit diesen komplett in weiß gehaltenen Armaturen. Das haben wir auch an der Badewanne schon gesehen und diesem Mineralguss-Waschbecken in organischer Form. Dann haben wir jetzt hier dahinter die Nische für die Dusche und ich glaube, dieser Durchgang, das sind jetzt 65 cm, wäre mir persönlich jetzt ein bisschen zu eng. Man könnte die Wand auch gut 10 cm kürzer machen, denn diese Dusche hier ist tatsächlich 1,60 tief, 90 breit. Es ist mit dieser Alu-Dibond-Platte gemacht, die kann per Digitaldruck mit jedem beliebigen Motiv bedruckt werden. Hier ist es jetzt ein Waldmotiv. Das ist ein sehr, sehr schöner, abgeschlossener Raum. Ich persönlich würde mir da jetzt auch noch eine Nische wünschen, wo man Duschzeug abstellen kann, weil irgendwas festmachen, weiß ich jetzt nicht, ob das da so gut funktioniert. Auf jeden Fall ist hier nochmal Licht drin und auch eine Zu- und bzw. Abluft für die Lüftungsheizung. Das hat man hier beides drin. Und jetzt erkläre ich euch unten noch die Technik. Der Technikraum liegt neben der Haustür. Hier hinter mir jetzt gerade noch mal die Tür in diesen Tiny House Anbau. So ein Flying Space Modul als Anbau gibt es von diesem Hersteller übrigens auch zum nachträglichen Anbau an ein bestehendes Haus. Und jetzt schauen wir hier mal in den Technikraum rein. Der hat 6,7 Quadratmeter, ist also nicht wahnsinnig groß, aber so viel ist hier auch nicht drin. Dieses Element ist die spezielle Frischluftheizung und Lüftungsanlage. Da drin ist so ein Kreuzwärmetauscher, wo praktisch die Abluft ihre Wärme abgibt an die frische Zuluft. Berührungslos selbstverständlich. Da ist eine Kleinstwärmepumpe drin, eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die bei Bedarf dann die Luft nachheizt. Und dann gibt es ja in jedem Raum an diesem Auslauf so ein keramisches Nachheizelement. Das heißt, eine Einzelraumsteuerung ist auch ganz gut möglich mit dem System. Und die Energie wird nur an der Stelle abgerufen, wo sie auch wirklich in dem Moment gebraucht wird. Das ist sehr effizient und das Ganze ist natürlich auch günstiger in der Installation, weil ihr keine Fußbodenheizung, also kein zusätzliches zweites wasserführendes Leitungssystem im Haus braucht. Darunter ist Anschluss und Platz für Waschmaschine und Trockner. Da gibt es dann so ein extra Gestell, dass das da auch beides drunter passt. Hier haben wir nochmal eine Weichwasseranlage. Das ist dann für die Warmwasserbereitung eine Trinkwarmwasser-Wärmepumpe da oben drin und ein 250 Liter Warmwasserspeicher. Hier haben wir den Elektrokasten und an der Stelle seht ihr nochmal Wechselrichter und Speicher für die Photovoltaikanlage. Das sind hier nochmal 9,2 Kilowattstunden Speicherkapazität, sodass man also auch in so einem kleinen, platzsparenden Haus auf kleinstem Raum alles an Technik unterbringt. Jetzt
Jetzt haben wir alle Räume im Multifunktionshaus Estenfeld gesehen. Wie immer verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung die Grundrisse in unserer Hausdatenbank, wenn ihr euch die anschauen wollt. Und wenn ihr euch das Haus selbst anschauen wollt, es ist in der Regel geöffnet samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr und ansonsten jederzeit zusätzlich nach Terminvereinbarung. Ich blende euch auch noch ein paar mehr Haustouren über Häuser dieses Herstellers ein. Und wenn ihr insgesamt noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.